Lektion 1. Ich habe ein paar Freunde, die mich nächsten Monat besuchen kommen. Anna, ich habe ein paar Freunde, die mich nächsten Monat besuchen kommen. Das ist aufregend. Woher kommen deine Freunde? Sie kommen aus verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Es ist wunderbar, Freunde mit unterschiedlichem Hintergrund zu haben. Ja, ich freue mich darauf, Ihnen alles zu zeigen und Zeit miteinander zu verbringen. Haben Sie Aktivitäten oder Sehenswürdigkeiten geplant? Ich denke darüber nach, Sie zu einigen beliebten Touristenattraktionen in unserer Stadt mitzunehmen. Das ist eine tolle Idee. Sie werden die lokale Kultur kennenlernen. Ich möchte Ihnen auch unsere Lieblingsrestaurants und Cafés vorstellen. Sie werden es zu schätzen wissen, verschiedene Arten von Gerichten auszuprobieren. Absolut. Essen ist eine großartige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Haben deine Freunde spezielle Interessen oder Vorlieben? Ja, ich habe Sie nach Ihren Vorlieben gefragt, um Ihren Besuch angenehm zu gestalten. Das ist rücksichtsvoll von dir, John. Sie werden die Aufmerksamkeit zu schätzen wissen. Ich möchte, dass Sie während Ihres Besuchs eine unvergessliche Zeit haben. Ich bin mir sicher, dass Sie mit ihnen als Führer eine fantastische Erfahrung machen werden. Danke, Anna. Ich freue mich darauf, gemeinsam neue Erinnerungen zu schaffen. Es ist immer etwas Besonderes, Zeit mit Freunden zu verbringen, besonders aus verschiedenen Teilen der Welt. Ich stimme zu, Anna. Es ist eine Gelegenheit, zu lernen, zu wachsen und unsere Verbindungen zu stärken. Viel Spaß bei den Vorbereitungen, John. Ich hoffe, ihr habt alle eine wundervolle Zeit. Danke, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich Ihnen das Beste zeige, was unsere Stadt zu bieten hat. Ich bin mir sicher, dass Sie die Momente schätzen und Ihre Gastfreundschaft schätzen werden. Ich bin dankbar für Ihre Freundschaft und die Möglichkeit, bleibende Erinnerungen zu schaffen. Freundschaft kennt keine Grenzen. Hab eine fantastische Zeit mit deinen Freunden, John. Danke, Anna. Ich werde dafür sorgen, dass es für uns alle ein unvergesslicher Besuch wird. Lektion 2. Als ich ein Kind war, war ich chaotisch. Anna, als ich ein Kind war, war ich unordentlich. Wirklich? Inwiefern? Erzähl mir mehr. Ich würde mein Spielzeug überall verstreut lassen. Das klingt nach einem typischen Kinderverhalten. Ja, meine Eltern sagten mir immer, ich solle mein Zimmer aufräumen. Fiel es ihnen schwer, die Dinge zu organisieren? Ja, ich hatte damals Probleme damit, die Dinge in Ordnung zu halten. Es ist üblich, dass Kinder beim Erkunden und Spielen chaotisch sind. Ich glaube, ich war mehr am Spielen als am Aufräumen interessiert. Das ist verständlich. Spielzeit ist wichtig für Kinder. Als ich älter wurde, wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, organisiert zu sein. Es ist toll, dass du diese Fähigkeit im Laufe der Zeit entwickelt hast. Ja, organisiert zu sein hilft mir, jetzt konzentriert und effizient zu bleiben. Es ist eine wertvolle Fähigkeit, die man in vielen Bereichen des Lebens besitzen kann. Absolut. Es hat einen positiven Unterschied für mich gemacht. Haben Sie Strategien gefunden, die für Sie gut funktionieren? Ja, ich stelle sicher, dass ich bestimmte Plätze für meine Sachen habe. Das ist ein kluger Ansatz. Das hilft, Ordnung zu halten. Ich versuche auch, im Laufe der Zeit hinter mir aufzuräumen. Es ist eine gute Angewohnheit, sich das anzueignen. Das spart später Zeit und Mühe. Das tut es,
und es gibt mir auch ein Gefühl von Ruhe und Ordnung. Es ist befriedigend, wenn die Dinge organisiert sind, nicht wahr? Definitiv. Es trägt dazu bei, ein angenehmes Wohnumfeld zu schaffen. Ich freue mich, dass du gelernt hast, besser organisiert zu sein, John. Danke, Anna. Es war eine positive Veränderung in meinem Leben. Es ist nie zu spät, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Absolut, Anna. Ich strebe weiterhin nach Verbesserungen. Nun, ich bewundere deine Fortschritte. Machen Sie weiter mit der guten Arbeit. Danke für deine Ermutigung, Anna. Ich weiß das zu schätzen. Du bist willkommen, John. Denken Sie daran, dass kleine Schritte zu großen Veränderungen führen. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Danke, Anna. Lektion 3. Ich habe gehört, dass du dich jetzt gerne fit hältst. Anna, ich habe gehört, dass du dich jetzt gerne fit hältst. Ja, das stimmt. Ich kümmere mich gerne um meine Gesundheit. Das ist großartig. Welche Aktivitäten machst du, um fit zu bleiben? Ich gehe laufen und mache ein paar Krafttrainingsübungen. Laufen ist ein guter Weg, um die kardiovaskuläre Fitness zu verbessern. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, meinen Kopf frei zu bekommen und Stress abzubauen. Ich kann mir das Gefühl von Freiheit beim Laufen vorstellen. Es ist erfrischend, draußen zu sein und sich mit der Natur zu verbinden. Hast du eine Lieblingsroute oder einen Lieblingsweg, auf dem du läufst? Ich renne gerne am Flussufer in der Nähe meines Hauses entlang. Das klingt nach einer malerischen und friedlichen Route. Es hilft mir auf jeden Fall, mich zu entspannen und die Umgebung zu genießen. Was ist mit deinen Krafttrainingsübungen? Irgendwelche spezifischen? Ich mache Körpergewichtsübungen wie Liegestütze, Kniebeugen und Planken. Das sind effektive Übungen, um Kraft aufzubauen und Muskeln zu straffen. Ja, sie benötigen nur minimale Ausrüstung und können überall durchgeführt werden. Das ist praktisch. Du brauchst kein Fitnessstudio, um fit zu bleiben. Genau. Ich mag die Flexibilität, zu Hause oder im Freien zu trainieren. Es ist inspirierend, dein Engagement für Fitness zu sehen, Anna. Danke, John. Das ist ein wichtiger Teil meines Lebensstils geworden. Haben Sie positive Veränderungen bemerkt, seit Sie angefangen haben? Definitiv. Ich habe mehr Energie und fühle mich insgesamt stärker. Das ist fantastisch. Es ist erstaunlich, was regelmäßiges Training bewirken kann. Es ist wahr. Die Pflege unseres Körpers ist wichtig für unser Wohlbefinden. Du gibst ein gutes Beispiel, Anna. Mach weiter so. Danke, John. Ich ermutige Sie, Aktivitäten zu finden, die Ihnen auch Spaß machen. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ihr Enthusiasmus ist inspirierend. Ich freue mich, das zu hören, John. Unterstützen wir uns gegenseitig auf unseren Fitnessreisen. Absolut, Anna. Gemeinsam können wir unsere Gesundheitsziele erreichen. Das ist der Geist, John. Auf einen gesunden und aktiven Lebensstil. Lektion 4. Ich habe gehört, dass du dir früher keine Sorgen um Geld machst. Anna, ich habe gehört, dass du dir früher keine Sorgen um Geld machst. Ja, das ist richtig. Ich versuche, mir darüber keinen Stress zu machen.
Das ist beeindruckend. Wie schaffst du es, dir keine Sorgen zu machen? Stattdessen konzentriere ich mich darauf, dankbar zu sein für das, was ich habe. Das ist eine positive Einstellung. Dankbarkeit ist wichtig. Ich glaube, dass Sorgen das Problem nicht lösen, also versuche ich, ruhig zu bleiben. Das ist ein kluger Ansatz. Sich Sorgen zu machen, erhöht nur unnötigen Stress. Genau. Ich lege Wert darauf, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu leben und auf meine Ausgaben zu achten. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu leben, ist ein guter Weg, um die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten. Ich versuche auch Geld zu sparen und für die Zukunft zu planen. Sparen ist eine kluge Angewohnheit. Es bietet ein Gefühl der Sicherheit. Ja, ein finanzielles Polster gibt Sicherheit. Haben Sie Tipps für einen effektiven Umgang mit Geld? Ich lege ein Budget fest und verfolge meine Ausgaben, um den Überblick zu behalten. Die Budgetierung ist für die Finanzkontrolle unerlässlich. Ich vermeide auch impulsive Käufe und priorisiere meine Bedürfnisse vor Wünschen. Das ist ein disziplinierter Ansatz. Es hilft, unnötige Ausgaben zu vermeiden. Es hat einige Zeit gedauert, diese Gewohnheiten zu entwickeln, aber sie haben mir gute Dienste Es ist geleistet. inspirierend, deine finanzielle Verantwortung zu sehen, Anna. Danke, John. Es ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Ich schätze deine Perspektive. Daran kann ich auch arbeiten. Die Entwicklung einer gesunden Beziehung zu Geld ist für alle wichtig. Ich stimme zu. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden und uns unserer Entscheidungen bewusst zu sein. Absolut, John. Geld sollte unser Glück nicht verzehren. Weise Worte, Anna. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast. Du bist willkommen, John. Lassen Sie uns weiterhin unserem Wohlbefinden Vorrang vor Geldsorgen einräumen. Da stimme ich dir zu, Anna. Auf eine sorgenfreie Denkweise und finanzielle Stabilität. Darauf ein Hoch, John. Mögen wir in allen Aspekten unseres Lebens Frieden und Zufriedenheit finden. Lektion 5. Ich habe gehört, dass du aus Argentinien kommst. Hallo, Anna. Ich habe gehört, dass du aus Argentinien kommst. Ja, das stimmt. Ich komme ursprünglich aus Argentinien. Das ist unglaublich. Aus welchem Teil Argentiniens kommst du? Ich komme aus Buenos Aires, der Hauptstadt. Buenos Aires ist bekannt für seine lebendige Kultur, oder? Ja, es ist eine Stadt voller Kunst, Musik und Tango-Tanz. Tango-Tanzen klingt faszinierend. Hast du es schon einmal versucht? Ja, ich habe in Argentinien Tango-Unterricht genommen. Das ist beeindruckend. Ich würde dich gerne eines Tages tanzen sehen. Vielleicht kann ich dir irgendwann ein paar Schritte zeigen. Das wäre fantastisch. Ich freue mich darauf, mehr über ihre Kultur zu erfahren. Ich würde mich freuen, mehr über Argentinien mit Ihnen zu teilen. Welche traditionellen argentinischen Gerichte genießen Sie? Empanadas und Asado sind in Argentinien beliebt. Empanadas klingen köstlich. Womit sind sie gefüllt? Empanadas können verschiedene Füllungen wie Fleisch, Käse oder Gemüse haben. Ich werde schon hungrig, wenn ich nur daran denke. Hast du einen Favoriten?
Mein Favorit ist die traditionelle Empanada mit Fleisch. Ich würde gerne eines Tages einen ausprobieren. Argentinien ist bekannt für sein Rindfleisch, oder? Ja, Argentinien ist berühmt für sein hochwertiges Rindfleisch. Ich kann mir die köstlichen Aromen vorstellen. Es muss unglaublich sein. Das ist es auf jeden Fall. Die Grillkultur ist in Argentinien stark ausgeprägt. Das klingt nach einem Paradies für Fleischliebhaber. Das ist es auf jeden Fall. Das Asado oder Barbecue ist eine beliebte Tradition. Ich kann es kaum erwarten, mehr über die Kultur und Küche Argentiniens zu erfahren. Ich freue mich, dass du Interesse hast, John. Es gibt so viel zu entdecken. Danke, dass du mir einen Einblick in Argentinien gegeben hast, Anna. Du bist willkommen, John. Es ist mir eine Freude, mein Erbe mit Ihnen zu teilen. Ich bin dankbar, dich als Freund aus Argentinien zu haben. Ebenso, John. Freundschaften, die Kulturen verbinden, sind etwas Besonderes. Absolut, Anna. Lasst uns weiter lernen und unsere Unterschiede feiern. Klingt nach einem Plan, John. Prost auf Freundschaft und kulturelle Erkundung. Lektion 6. Ich habe gehört, dass du jeden Tag in den Schlagzeilen nachschaust. Anna, ich habe gehört, dass du jeden Tag in den Schlagzeilen nachschaust. Ja, das ist richtig. Ich bleibe gerne auf dem Laufenden. Das ist eine gute Angewohnheit. Welche Quellen verwendest du normalerweise? Ich lese Nachrichtenwebsites und folge vertrauenswürdigen Nachrichtenagenturen. Es ist wichtig, Informationen aus zuverlässigen Quellen zu erhalten. Absolut. Ich lege Wert auf Genauigkeit und Glaubwürdigkeit. Wie bleibst du über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden? Ich lege Wert darauf, morgens die Schlagzeilen zu überprüfen. Das ist ein guter Weg, um informiert in den Tag zu starten. Es hilft mir, auf dem Laufenden zu bleiben, was auf der Welt passiert. Hast du irgendwelche Lieblingsnachrichtenthemen, denen du folgst? Ich interessiere mich für Weltnachrichten, Politik und Wissenschaft. Das sind vielfältige und wichtige Themen, über die man sich informieren sollte. Ich glaube, informiert zu bleiben hilft mir, die Welt besser zu verstehen. Es ist großartig, eine breite Perspektive auf aktuelle Themen zu haben. Ja, es ermöglicht mir auch, bedeutungsvolle Gespräche zu führen. Das ist wahr. Informiert zu sein hilft bei Diskussionen und Debatten. Es hilft mir auch, mir auf der Grundlage von Fakten meine eigene Meinung zu bilden. Das ist ein entscheidender Aspekt des kritischen Denkens. Ich stimme zu. Es ist wichtig, kritisch über die Informationen nachzudenken, die wir konsumieren. Hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der anfangen möchte, regelmäßig die Schlagzeilen zu lesen? Suchen Sie zunächst nach seriösen Nachrichtenquellen, die Ihren Interessen entsprechen. Das ist ein guter erster Schritt, um zuverlässige Informationen zu gewährleisten. Nehmen Sie sich außerdem jeden Tag eine bestimmte Zeit, um die Schlagzeilen zu lesen. Konsequenz ist der Schlüssel zur Entwicklung einer Gewohnheit. Ja, und denken Sie daran, die Nachrichten unvoreingenommen anzugehen. Das ist eine wertvolle Erinnerung, Anna. Danke fürs Teilen. Du bist willkommen, John. Bleiben Sie neugierig und informiert. Das werde ich, Anna. Wir wollen gemeinsam auf dem Laufenden und gut informiert bleiben. Darauf ein Hoch, John. Lasst uns weiter lernen und durch Wissen wachsen. Lektion 7. Haben Sie bemerkt,
dass die Busse hier alt und langsam sind? Anna, ist dir aufgefallen, dass die Busse hier alt und langsam sind? Ja, habe ich. Es kann manchmal frustrierend sein. Es ist wahr. Die langsamen Busse können das Pendeln verlängern. Und die älteren Busse sind auch nicht sehr komfortabel. Das ist ein Nachteil. Wir könnten modernere und effizientere Busse gebrauchen. Ich stimme zu. Neuere Busse würden den Passagieren ein besseres Erlebnis bieten. Ein weiteres Problem ist die Umweltverschmutzung durch diese alten Busse. Ja, es ist besorgniserregend für die Umwelt und unsere Gesundheit. Wir sollten die Nutzung sauberer und umweltfreundlicherer Transportmöglichkeiten fördern. Absolut. Investitionen in umweltfreundliche Busse wären von Vorteil. Es würde dazu beitragen, die Luftverschmutzung zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern. Und es würde zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Glauben Sie, dass es Pläne gibt, die Busflotte zu aktualisieren? Ich bin mir nicht sicher, aber es wäre einen Blick wert. Vielleicht können wir das Bewusstsein für die Notwendigkeit besserer Busse schärfen. Das ist eine gute Idee. Wir können Gespräche beginnen und uns für Veränderungen einsetzen. Jeder kleine Schritt in Richtung eines besseren Verkehrssystems zählt. Genau. Lassen Sie uns auf eine effizientere und umweltfreundlichere Lösung hinarbeiten. Ich freue mich, dass wir dasselbe Anliegen teilen, Anna. Ich auch, John. Zusammen können wir einen Unterschied machen. Lassen Sie uns das Gespräch weiterführen und Wege finden, positive Veränderungen herbeizuführen. Da stimme ich dir zu, John. Unsere Bemühungen können zu einer besseren Zukunft für alle führen. Danke, dass du dieses wichtige Thema besprochen hast, Anna. Du bist willkommen, John. Es ist immer gut, diese Gespräche zu führen und Maßnahmen zu ergreifen. Auf ein umweltfreundlicheres und effizienteres Transportsystem. Darauf ein Hoch, John. Lass es uns geschehen lassen. Lektion 8. Haben Sie von der hohen Steuer auf Autos gehört? Anna, hast du von der hohen Steuer auf Autos gehört? Ja, es ist ziemlich teuer, hier ein Auto zu besitzen. Das ist bedauerlich. Betrifft die hohe Steuer viele Menschen? Ja, es macht Autobesitz für viele weniger erschwinglich. Ich kann mir vorstellen, dass es die Finanzen der Menschen belastet. Dies kann insbesondere für Menschen mit niedrigerem Einkommen der Fall sein. Gibt es irgendwelche Gründe für die hohe Kfz-Steuer? Es wird oft gerechtfertigt, um Verkehrsstaus und Umweltverschmutzung zu reduzieren. Ich verstehe. Sie benutzen es als Abschreckung, um die Autonutzung einzuschränken. Ja, es zielt darauf ab, alternative Verkehrsmittel zu fördern. Gibt es Anreize, umweltfreundlichere Transportmöglichkeiten zu fördern? Einige Städte bieten Anreize für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder das Radfahren. Das ist ein positiver Schritt zur Verringerung der Umweltverschmutzung. Das ist es, und es trägt auch dazu bei, Verkehrsstaus zu verringern. Ich nehme an, es ist ein Kompromiss zwischen Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit. Ja, ein Gleichgewicht zu finden ist der Schlüssel für ein besseres Verkehrssystem. Denken Sie, dass die hohe Kfz-Steuer wirksam war? Das ist schwer zu sagen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es wäre interessant, die Auswirkungen auf die Autonutzung zu sehen. Definitiv.
Die Erforschung der Auswirkungen könnte wertvolle Erkenntnisse liefern. Ich hoffe, dass die Steuereinnahmen für Infrastrukturverbesserungen verwendet werden. Das wäre ideal, um konkrete Vorteile aus der Steuer zu ziehen. Bleiben wir auf dem Laufenden und sehen, ob es Änderungsvorschläge gibt. Einverstanden. Es ist wichtig, sich aller Entwicklungen bewusst zu sein. Danke, dass du dieses Thema besprochen hast, Anna. Es ist aufschlussreich. Du bist willkommen, John. Es ist immer gut, Perspektiven auszutauschen. Auf ein Transportsystem, das sowohl nachhaltig als auch zugänglich ist. Darauf ein Hoch, John. Lassen Sie uns weiter nach Möglichkeiten suchen, es zu verbessern. Lektion 9. Wissen Sie, wo sich eine Buchhandlung befindet? Anna, weißt du, wo ein Buchladen ist? Ja, es gibt einen gleich die Straße runter. Danke, Anna. Ich wollte schon lange ein neues Buch kaufen. Du bist willkommen, John. Viel Spaß beim Büchereinkauf. Wird reichen. Hast du irgendwelche Buchempfehlungen? Für welches Genre interessierst du dich? Ich mag Mystery- und Science-Fiction-Bücher. In diesem Fall empfehle ich, sich Das Mädchen mit dem Drachentattoo von Stieg Larsson und Dune von Frank Herbert anzusehen. Die klingen faszinierend. Ich werde nach ihnen suchen. Danke, Anna. Du bist willkommen, John. Viel Spaß beim Lesen. Dir auch, Anna. Hab einen wundervollen Tag. Du auch, John. Passen Sie auf sich auf und genießen Sie Ihren Buchladenbesuch. Lektion 10. Bevorzugst du ein großes Haustier oder ein kleines Haustier? Anna, bevorzugst du ein großes oder ein kleines Haustier und warum? Ich bevorzuge ein kleines Haustier, weil es einfacher zu handhaben ist. Das ergibt Sinn. Kleine Haustiere benötigen weniger Platz. Ja, sie können sich in Wohnungen oder kleineren Häusern wohlfühlen. Was sind einige Beispiele für kleine Haustiere, die du magst? Ich mag Katzen und kleine Hunde wie Chihuahua oder Pommern. Kleine Hunde und Katzen können großartige Begleiter sein. Sie sind auch einfacher zu handhaben und zu pflegen. Was ist mit dir, John? Magst du große oder kleine Haustiere? Ich bevorzuge eigentlich große Haustiere wie Labrador Retriever oder Golden Retriever. Große Hunde können sehr freundlich sein und eignen sich hervorragend für Outdoor-Aktivitäten. Ja, sie können hervorragende Begleiter für Abenteuer sein. Große Haustiere benötigen jedoch mehr Platz und Bewegung. Das stimmt, und sie benötigen möglicherweise auch mehr Pflege. Es ist interessant, wie unterschiedlich unsere Vorlieben sind, wenn es um Haustiere geht. Ja, das hängt von unserem Lebensstil und unseren persönlichen Vorlieben ab. Letztlich ist es am wichtigsten, unseren Haustieren Liebe und Fürsorge zu schenken, unabhängig von ihrer Größe. Absolut, John. Haustiere bringen Freude und Kameradschaft in unser Leben. Danke, dass du deine Gedanken geteilt hast, Anna. Du bist willkommen, John. Es ist immer nett, über Haustiere zu sprechen. In der Tat. Hab einen wundervollen Tag, Anna. Du auch, John. Passen Sie auf sich auf und genießen Sie die Zeit mit Ihrem Haustier, egal wie groß es auch sein mag. Lektion 11. Wie findest du das Universitätsleben bisher?
Anna, wie findest du das Universitätsleben bisher? Es war eine ziemliche Erfahrung, John. Wie steht's mit dir? Mir macht es auch Spaß. Es gibt so viel zu entdecken und zu lernen. Absolut. Das akademische Umfeld ist anregend und herausfordernd. Ich stimme zu. Die Professoren kennen sich mit ihren Fächern aus und sind begeistert. Es ist inspirierend, von motivierten Schülern umgeben zu sein. Ich war auch beeindruckt von dem Angebot an außerschulischen Aktivitäten. Ja, der Beitritt zu Clubs und Organisationen hat es mir ermöglicht, meinen Interessen nachzugehen. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und lebenslange Freunde zu finden. Definitiv. Der soziale Aspekt des Universitätslebens ist aufregend und dynamisch. Hatten Sie Schwierigkeiten, sich an das Universitätsleben anzupassen? Zeitmanagement war ein bisschen schwierig, aber ich lerne, Prioritäten zu setzen. Ich kann das nachvollziehen. Die Balance zwischen Kursarbeit, Aufgaben und Privatleben erfordert Planung. Stimmt. Aber es ist auch eine Zeit des persönlichen Wachstums und der Selbstfindung. Absolut. Die Universität bietet uns eine Plattform, auf der wir unsere Leidenschaften und Interessen erkunden können. Und es bereitet uns auf unsere zukünftigen Karrieren und beruflichen Ambitionen vor. Die Einrichtungen und Ressourcen des Campus sind ebenfalls beeindruckend. Die Bibliothek, die Labore und die Lernräume sind entscheidend für unseren akademischen Erfolg. Ich schätze die angebotenen Unterstützungsangebote wie Nachhilfe und Karriereberatung. Sie bieten wertvolle Hinweise und helfen uns, uns im Universitätsleben zurechtzufinden. Vergessen wir nicht die gesellschaftlichen Ereignisse und die Traditionen auf dem Campus. Sie verleihen unserer Universitätserfahrung ein Gefühl von Spaß und Gemeinschaftsgeist. Insgesamt ist das Universitätsleben ein einzigartiges und unvergessliches Kapitel in unserem Leben. Absolut, John. Lassen Sie uns jede Gelegenheit nutzen und das Beste daraus machen. Dem stimme ich nicht mehr zu, Anna. Auf eine erfüllende und lohnende Universitätsreise. Lektion 12. Haben Sie darüber nachgedacht, ein Hypothekendarlehen aufzunehmen? Anna, hast du darüber nachgedacht, ein Hypothekendarlehen aufzunehmen? Ja, John. Ich denke darüber nach, ein Haus zu kaufen und Hypothekenoptionen zu prüfen. Das ist eine große Entscheidung. Haben Sie nach verschiedenen Arten von Hypothekendarlehen gesucht? Ich habe. Es gibt festverzinsliche und variabel verzinsliche Hypotheken, die in Betracht gezogen werden müssen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Eine festverzinsliche Hypothek hat während der gesamten Kreditlaufzeit einen gleichbleibenden Zinssatz, während eine variabel verzinsliche Hypothek einen variablen Zinssatz hat, der sich im Laufe der Zeit ändern kann. Interessant. Hast du über die Anzahlung nachgedacht? Ja, ich spare für eine Anzahlung, die einem Prozentsatz des Kaufpreises des Eigenheims entspricht. Es ist wichtig, genug für eine Anzahlung gespart zu haben, um eine Hypothek zu sichern. Absolut. Kreditgeber benötigen häufig eine Anzahlung, um sich für ein Hypothekendarlehen zu qualifizieren. Hast du deine Kreditwürdigkeit überprüft? Dies wirkt sich auf die Eignung von Hypotheken aus. Ja, ich habe meine Kreditwürdigkeit überwacht und daran gearbeitet, sie zu verbessern. Das ist ein guter Schritt. Ein höherer Kreditscore kann zu besseren Kreditbedingungen führen. Ich denke auch über die Kreditlaufzeit nach. Dies kann sich auf die monatlichen Zahlungen auswirken.
Kürzere Kreditlaufzeiten haben in der Regel höhere monatliche Zahlungen, aber niedrigere Gesamtzinskosten zur Folge. Längere Kreditlaufzeiten können zu niedrigeren monatlichen Zahlungen, aber im Laufe der Zeit zu höheren Zinskosten führen. Haben Sie angefangen, Zinssätze verschiedener Kreditgeber zu vergleichen? Ja, ich habe recherchiert und Angebote von verschiedenen Kreditgebern eingeholt, um wettbewerbsfähige Tarife zu finden. Es ist wichtig, sich umzuschauen und Angebote zu vergleichen, um das beste Angebot zu erhalten. Definitiv. Ich möchte ein Hypothekendarlehen mit günstigen Konditionen und Zinssätzen finden. Haben Sie darüber nachgedacht, eine Vorabgenehmigung für ein Hypothekendarlehen zu erhalten? Ja, durch die Vorabgenehmigung kann ich mir ein besseres Bild von meinem Budget machen und den Kauf von Eigenheimen reibungsloser gestalten. Das ist ein kluger Schachzug. Die Vorabgenehmigung zeigt Verkäufern, dass sie ein seriöser Käufer sind. Ich werde auch andere Kosten wie Grundsteuern und Versicherungen berücksichtigen. Guter Punkt. Diese Ausgaben sollten bei der allgemeinen Erschwinglichkeit der Immobilie berücksichtigt werden. Es ist ein umfassender Prozess, aber ich freue mich über die Möglichkeit, ein Eigenheim zu besitzen. Ich wünsche dir viel Glück, Anna. Der Kauf eines Eigenheims ist ein bedeutender Meilenstein. Danke, John. Ich werde sicherstellen, dass ich meine Optionen sorgfältig abwäge und eine fundierte Entscheidung treffe. Lektion 13. Denken Sie, dass elterliche Anleitung für Kinder wichtig ist? Anna, denkst du, dass elterliche Anleitung für Kinder wichtig ist? Absolut, John. Eltern spielen eine entscheidende Rolle bei der Betreuung ihrer Kinder. In welchen Bereichen ist elterliche Beratung erforderlich? Eltern beraten in Bereichen wie Bildung, Werte und Lebenskompetenzen. Wie können Eltern ihre Kinder bei der Bildung unterstützen? Sie können das Studium fördern, Ressourcen bereitstellen und ihre akademischen Ziele unterstützen. Und was ist mit der Vermittlung von Werten? Eltern können durch ihre Handlungen und Gespräche Werte wie Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Respekt vermitteln. Eltern können ihre Kinder auch bei der Entwicklung grundlegender Lebenskompetenzen unterstützen. So wie? Fähigkeiten wie Kommunikation, Problemlösung und Entscheidungsfindung. Es ist wichtig, dass Eltern positive Vorbilder sind, oder? Absolut. Kinder lernen oft, indem sie das Verhalten ihrer Eltern beobachten. Was ist mit dem Setzen von Grenzen und Disziplin? Das Setzen angemessener Grenzen und konsequenter Disziplin hilft Kindern, Grenzen und Konsequenzen zu verstehen. Wie können Eltern Kinder dabei unterstützen, gute Entscheidungen zu treffen? Sie können Kindern helfen, die möglichen Folgen ihrer Entscheidungen zu verstehen und ihnen Hinweise geben, wie sie kluge Entscheidungen treffen können. Was ist, wenn Eltern sich über bestimmte Aspekte der Beratung nicht einig sind? Es ist wichtig, dass Eltern offene und respektvolle Gespräche führen, um Gemeinsamkeiten zu finden. Welche Rolle spielt Kommunikation in der elterlichen Beratung? Lektion 14. Hast du jemals darüber nachgedacht, zum Nordpol zu reisen? Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, zum Nordpol zu reisen? Ja, John. Es ist eine faszinierende Idee, ein so einzigartiges Reiseziel zu erkunden. Was reizt dich am Nordpol? Die unberührte Schönheit der Arktis und die Möglichkeit, die polare Umwelt zu erleben. Es muss ein unglaubliches Erlebnis sein, das Polareis und die Tierwelt aus nächster Nähe zu sehen. Absolut. Die arktische Tierwelt,
wie Eisbären und Robben, ist ein unvergesslicher Anblick. Wie schwierig wäre es Ihrer Meinung nach, den Nordpol zu erreichen? Da es sich um einen abgelegenen und extremen Ort handelt, wäre zweifellos eine sorgfältige Planung und Vorbereitung erforderlich. Welches Verkehrsmittel würden Sie für die Reise wählen? Höchstwahrscheinlich wäre ein Eisbrecherschiff oder eine geführte Expedition die sicherste und praktischste Option. Es wäre fantastisch, durch das eisige Wasser zu segeln und die arktischen Landschaften zu erleben. Definitiv. Die riesigen Eisberge und gefrorenen Landschaften wären der Traum eines jeden Fotografen. Ich frage mich, wie es wäre, das kontinuierliche Tageslicht oder die Dunkelheit in der Arktis zu erleben. Es wäre eine einzigartige Sensation, den Polartag oder das Polarnachtphänomen mitzuerleben. Gibt es spezielle Aktivitäten oder Abenteuer, die Sie am Nordpol ausprobieren möchten? Hundeschlitten fahren, Eisfischen und vielleicht sogar Camping auf dem Eis wären spannende Erlebnisse. Es klingt nach einem unvergesslichen Abenteuer. Wir sollten aber auch die Umweltauswirkungen berücksichtigen. Absolut. Nachhaltige Reisepraktiken und die Achtung des fragilen arktischen Ökosystems sollten Priorität haben. Gibt es Sicherheitsvorkehrungen oder Überlegungen, die wir beachten sollten? Ja, es ist wichtig, mit geeigneter Kleidung und Navigationsgeräten gut ausgestattet zu sein und den Anweisungen erfahrener Guides zu folgen. Es ist wichtig, der Sicherheit in einer so extremen Umgebung Priorität einzuräumen. Definitiv. Die Wetterbedingungen und möglichen Gefahren erfordern Vorsicht und Bereitschaft. Trotz der Herausforderungen würde eine Reise zum Nordpol unvergessliche Erinnerungen bieten. Es wäre eine einmalige Reise, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen würde. Lassen Sie uns den Nordpol auf unserer Reiseliste behalten, Anna. Es ist ein Abenteuer, das es wert ist, verfolgt zu werden. Absolut, John. Die Arktis zu erkunden und ihre Wunder zu erleben, wäre ein wahrgewordener Traum. Lektion 15. Hast du schon einmal ein Erdbeben erlebt? Anna, hast du schon einmal ein Erdbeben erlebt? Ja, John. Ich habe in der Vergangenheit einige Erdbeben erlebt. Es muss beängstigend gewesen sein. Wie war es? Es ist eine beängstigende und beunruhigende Erfahrung, wenn der Boden zu beben beginnt. Wie können wir bei einem Erdbeben sicher sein? Es ist wichtig, fallen zu lassen, abzudecken und festzuhalten. Gehen Sie unter ein stabiles Möbelstück und schützen Sie Kopf und Hals. Was sollen wir tun, wenn das Zittern aufgehört hat? Nachdem das Zittern aufgehört hat, sollten wir in unserer Umgebung nach Verletzungen und möglichen Gefahren suchen. Gibt es Maßnahmen, die wir ergreifen können, um uns auf ein Erdbeben vorzubereiten? Ja, wir sollten eine Notfallausrüstung mit dem Nötigsten wie Essen, Wasser und einer Taschenlampe haben. Was ist mit der Sicherung schwerer Möbel und Gegenstände in unseren Häusern? Es ist eine gute Idee, sie zu sichern, um zu verhindern, dass sie bei einem Erdbeben herunterfallen. Gibt es Warnzeichen, bevor es zu einem Erdbeben kommt? Nicht immer, aber manchmal verhalten sich Tiere ungewöhnlich oder es kommt zu leichten Zittern, sogenannten Vorbeben. Wie messen Wissenschaftler die Größe eines Erdbebens? Wissenschaftler verwenden die Richterskala oder die Momentmagnitudenskala, um die Stärke eines Erdbebens zu messen. Können Erdbeben andere Gefahren verursachen? Ja, Erdbeben können Tsunamis, Erdrutsche und sogar Nebenwirkungen wie Brände auslösen.
Es ist wichtig, vorbereitet und über die Erdbebensicherheit informiert zu sein. Absolut. Zu wissen, was zu tun ist, kann Leben retten und Schäden minimieren. Was können wir tun, um die von Erdbeben betroffenen Gemeinden zu unterstützen? Spenden an seriöse Organisationen oder Freiwilligenarbeit können dazu beitragen, Menschen in Not zu helfen und zu helfen. In schwierigen Zeiten ist es wichtig, zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen. Definitiv. Einheit und Widerstandsfähigkeit sind entscheidend, um sich von den Auswirkungen von Erdbeben zu erholen. Bleiben wir auf dem Laufenden und machen wir auf die Erdbebensicherheit aufmerksam, Anna. Absolut, John. Vorbereitung und Wissen können in erdbebengefährdeten Gebieten einen großen Unterschied machen. Lektion 16. Ist die Mücke nicht nervig? Anna, nervt die Mücke nicht? Ja, es kann ziemlich lästig sein. Ich werde im Sommer immer von Mücken gebissen. Ich auch, ihre Bisse jucken sehr. Haben Sie wirksame Methoden zur Abwehr von Mücken gefunden? Die Verwendung von Mückenschutzspray hilft ein bisschen. Ich benutze auch Moskitonetze, wenn ich schlafe. Das ist eine gute Idee, sie nachts fernzuhalten. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, Moskitos vollständig loszuwerden. Es wäre schön, aber sie sind ein natürlicher Teil des Ökosystems. Ich denke, wir müssen Wege finden, mit ihnen zu koexistieren. Konzentrieren wir uns auf jeden Fall darauf, ihre Auswirkungen zu minimieren. Ich werde dafür sorgen, dass meine Umgebung sauber bleibt und stehendes Wasser entfernt wird. Das ist wichtig, weil Moskitos in stehendem Wasser brüten. Wir sollten auch lange Ärmel und Hosen tragen, um uns zu schützen. Guter Punkt, Vertuschen kann helfen, Mückenstiche zu reduzieren. Trotz ihres Ärgers erinnern uns Moskitos daran, die Vielfalt der Insekten zu schätzen. Das stimmt, sie haben ihre Rolle im Ökosystem. Schützen wir uns proaktiv vor Moskitos. Einverstanden, und lassen Sie uns die Natur genießen und gleichzeitig die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Danke, dass du das besprochen hast, Anna. Es ist gut, Strategien zu teilen. Du bist willkommen, John. Gemeinsam können wir den Ärger durch Moskitos minimieren. Absolut. Hab einen schönen Tag, Anna. Du auch, John. Pass auf dich auf und bleib mückenfrei. Lektion 17. Ich glaube, das Buch liegt auf meinem Schreibtisch. Anna, ich glaube, das Buch liegt auf meinem Schreibtisch. Bist du dir sicher? Hast du dort nachgesehen? Ich habe es noch nicht überprüft, aber ich erinnere mich, es dort gelassen zu haben. Lass uns nachsehen, ob es tatsächlich auf deinem Schreibtisch ist. Gute Idee, lass uns zusammengehen und es herausfinden. Schau, hier ist es. Das Buch ist in der Tat auf deinem Schreibtisch. Oh, großartig. Ich bin froh, dass ich es gefunden habe. Danke, Anna. Du bist willkommen, John. Ich bin froh, dass wir es gefunden haben. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Jetzt kann ich weiterlesen. Viel Spaß beim Lesen, John. Lass es mich wissen, wenn du noch etwas brauchst. Das werde ich. Nochmals vielen Dank, Anna. Du bist ein guter Freund. Kein Problem, John. Ich bin immer hier, um dir zu helfen.
Ich habe das Glück, dich als Freund zu haben. Hab einen fantastischen Tag. Du auch, John. Pass auf dich auf und genieß dein Buch. Lektion 18. Ich brauche nur einen Schlaf. Anna, ich brauche nur einen Schlaf. Ich verstehe, John. Du musst müde sein. Ja, ich hatte einen langen Tag und könnte etwas Ruhe gebrauchen. Mach ein Nickerchen, wenn du kannst. Es kann dir helfen, dich zu verjüngen. Das klingt nach einer guten Idee. Ich suche mir ein bequemes Plätzchen. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Alarm einstellen, wenn Sie später Verpflichtungen haben. Das werde ich. Ich will nicht zu viel schlafen. Danke, Anna. Kein Problem, John. Jeder braucht Ruhe, um neue Energie zu tanken. Ich schätze Ihr Verständnis. Hab einen schönen Tag, Anna. Du auch, John. Genieß dein Nickerchen und pass auf dich auf. Danke, Anna. Wir sehen uns später. Tschüss, John. Pass auf dich auf und schlafe gut. Lektion 19. Deine Jacke sieht toll aus. Anna, deine Jacke sieht toll aus. Danke, John. Ich mag es auch sehr. Die Farbe und der Stil passen perfekt zu dir. Ich freue mich, dass du das denkst. Es ist eine meiner Lieblingsjacken. Wo hast du es her? Vielleicht möchte ich auch einen haben. Ich habe es in einer örtlichen Boutique in der Innenstadt gekauft. Ich muss es mir ansehen. Es ist eine großartige Modewahl. Danke, John. Ich weiß das Kompliment zu schätzen. Du hast einen großartigen Sinn für Stil, Anna. Das bedeutet viel, wenn es von dir kommt, John. Danke. Du bist willkommen, Anna. Zieh weiter die Jacke an. Das werde ich auf jeden Fall tun. Nochmals vielen Dank, John. Jederzeit, Anna. Hab einen fantastischen Tag. Du auch, John. Pass auf dich auf und bleib modisch. Wird reichen. Wir sehen uns, Anna. Tschüss, John. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 20. Wir haben morgen einen sehr frühen Start. Anna, wir haben morgen einen sehr frühen Start. Oh, wirklich? Um wie viel Uhr müssen wir wach sein? Wir müssen um 5 Uhr morgens aufstehen, um unseren Flug zu erwischen. Das ist ziemlich früh. Wir sollten heute früh ins Bett gehen. Ich stimme zu. Wir müssen uns für die Reise ausreichend ausruhen. Stellen wir sicher, dass mehrere Alarme so eingestellt sind, dass sie pünktlich aufwachen. Gute Idee. Ich will nicht zu viel schlafen und den Flug verpassen. Wir sollten auch heute Abend unsere Koffer packen, um morgens Zeit zu sparen. Definitiv. Lass uns heute Abend alles vorbereiten. Ich mache eine Checkliste, damit wir nichts vergessen. Das ist klug. Das wird uns helfen, organisiert zu bleiben. Morgen wird ein langer Tag, aber es wird sich lohnen. Ich freue mich auf unsere Reise. Es wird ein aufregendes Abenteuer. Ich stimme zu. Lass uns gut schlafen und bereit sein für morgen. Klingt nach einem Plan.
Hab einen erholsamen Abend, Anna.